Es war früher Abend in einer ruhigen Wohnstraße. Der Himmel war in ein sanftes Orange getaucht und die Sonne neigte sich langsam hinter den Häusern. Die Blätter der Bäume tanzten leicht im Wind und das Hupen der Autos verklang allmählich. Daniel, ein 38-jähriger Mann, kehrte nach einem weiteren langen Arbeitstag aus dem Krankenhaus nach Hause zurück. Als Krankenpfleger mit über 10 Jahren Berufserfahrung trug er die Spuren der Erschöpfung im Gesicht, aber auch diesen stillen Glanz von jemandem, der trotz allem noch an das Gute glaubt. Doch an diesem Abend sollte sich alles verändern, als er die Ecke zu seiner Straße bog, sah er einen Jungen auf dem Gehweg sitzen, zusammengekauert, die Arme um die Beine geschlungen. Er war schmutzig, sein Gesicht war von getrockneten Tränen gezeichnet, seine Augen voller Angst. Daniel blieb stehen. »Hey, alles in Ordnung bei dir?« fragte er sanft und ging in die Hocke, um auf Augenhöhe zu sein. Der Junge antwortete nicht. Er schaute nur weg, misstrauisch. Daniel sah sich um. Kein Erwachsener in Sicht. Kein Hinweis auf jemanden, der ihn suchte. »Ich heiße Daniel. Ich arbeite im Krankenhaus um die Ecke. Hast du dich verlaufen? Ich kann dir helfen.« Der Junge schwieg weiterhin. Nur sein Atem verriet seine Nervosität. Daniel zog seine Jacke aus und legte sie behutsam über die Schultern des Jungen. Die Abendkälte kroch langsam über den Asphalt und der Kleine zitterte. »Wie heißt du?« versuchte Daniel es erneut. Nach einigen Sekunden kam eine kaum hörbare Stimme. »Leo.« »Hallo Leo, schön dich kennenzulernen. Bist du schon lange allein unterwegs?« Leo zögerte, kaute nervös auf seiner Lippe und flüsterte, »Seit gestern.« Daniels Herz zog sich zusammen. »Seit gestern?« Daniel beschloss, den Jungen vorerst mit nach Hause zu nehmen, während er versuchte, über die Behörden Hilfe zu holen. Er rief bei der Polizei an und erklärte, dass er einen alleinstehenden Jungen gefunden hatte und ihn in Sicherheit bringen wollte, bis weitere Schritte geklärt wären. Doch etwas ließ ihn nicht los. Leo wirkte nicht wie ein gewöhnlich verlorenes Kind. Er wich Fragen aus, hatte Angst vor Telefonen, und jedes Mal, wenn das Wort Familie fiel, zuckte er zusammen, als würde er mit Schlägen rechnen. An diesem Abend kochte Daniel eine Suppe, bereitete eine warme Dusche vor und legte ihm frische Kleidung raus. Leo aß schweigend, schlief schweigend ein, und Daniel lag auf dem Sofa, starrte an die Decke und dachte, wer ist dieser Junge? Und wovor rennt er davon? Am nächsten Tag ging Daniel mit Leo zum Jugendamt, doch der Junge schwieg auch dort. Sagte nur, und ich will nicht zurück. Mangels anderer Informationen durfte Daniel vorübergehend als Pflegeperson fungieren, bis der Fall geklärt wäre. Aus Tagen wurden Wochen, und nach öffnete sich Leo. Er lächelte beim Frühstück, kicherte. Bei einem Zeichentrickfilm setzte sich neben Daniel auf das Sofa, als wäre er sein eigener Vater, aber eine Frage brannte weiterhin in Daniels Brust. Wer waren Leos Eltern? Und was hatte Leo erlebt, dass er so viel Angst hatte? Eines Abends, kurz bevor Leo schlafen ging, sagte er leise, »Daniel, wenn ich dir etwas erzähle, versprichst du mir, dass du mich dann nicht wegschickst?« Daniel spürte, wie sich alles in ihm anspannte. »Ich verspreche es.« Leo zögerte. »Die Frau, die meine Mutter war, sie hat mich nie gemocht. Sie hat mich eingesperrt, Tage ohne Essen. Wenn ich Geräusche machte, hat sie mich geschlagen.« Daniel schluckte. Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Und dein Vater?« »Den habe ich nie kennengelernt.« Sie sagte, er sei gegangen, bevor ich geboren wurde. Aber manchmal hörte ich sie am Telefon sagen, er sei ein Idiot, der nicht mal wisse, dass er einen Sohn hat. Daniel sagte nichts mehr. Aber tief in seinem Inneren wusste er, etwas stimmte hier ganz und gar nicht. Am nächsten Morgen, während Daniel Leos Rucksack aufräumte, stieß er auf etwas Seltsames. Ein zerknittertes, vergilbtes Blatt Papier ganz unten in einer Seitentasche. Es war eine Geburtsurkunde. Daniel hielt inne. Er las den vollständigen Namen des Jungen. Leonardo dos Santos Meirelles. Als Mutter war Claudia Meirelles eingetragen. Doch das Feld für den Vater war nicht leer. Dort stand ein Name, den Daniel seit fast 10 Jahren nicht mehr gehört hatte. Rafael Bastos. Daniel erstarrte. Rafael Bastos war sein bester Freund aus Jugendzeiten gewesen. Sie waren gemeinsam aufgewachsen, hatten zusammen studiert. Doch nach einem großen Streit hatten sie den Kontakt abgebrochen,
Raphael war einfach verschwunden. Daniel starrte auf das Blatt Papier. Konnte es sein, dass Leo der Sohn seines alten Freundes war? Daniel konnte nicht aufhören, daran zu denken. Er erinnerte sich zurück an die Studienzeit, an Partys, Träume und Pläne. Raphael hatte oft gesagt, dass er keine Kinder wolle, aber er war damals unsterblich in ein Mädchen verliebt gewesen. Claudia. Daniel setzte sich erschüttert. War das dieselbe Claudia? Claudia war eifersüchtig, besitzergreifend und Raphael hatte sich schließlich von ihr getrennt, kurz bevor er spurlos verschwand. Was, wenn Claudia tatsächlich schwanger war und es Raphael nie erzählt hatte? Was, wenn Raphael gar nichts von Leos Existenz wusste? Daniel hatte keine Antworten. Aber tief in seinem Herzen spürte er, dass Leo nicht ohne Grund in sein Leben getreten war. In dieser Nacht, nachdem Leo eingeschlafen war, begann Daniel zu recherchieren, suchte online nach Raphael Bastos, mit Altersangaben und alten Ortsdaten. Mehr als 40 irrelevante Ergebnisse. Bis ein Foto ihn sprachlos machte. Es war ihn älter, mit Bart, aber mit denselben Augen. Raphael Bastos lebte in einer Stadt nur 3 Stunden entfernt und arbeitete als Musiklehrer an einer öffentlichen Schule. Daniel saß regungslos. All die vergessenen Gefühle kamen hoch. Bedauern, Sehnsucht und ein unbändiger Wunsch, endlich alles aufzuklären. Er blickte in Richtung von Leos Zimmer und flüsterte: »Du verdienst es zu wissen, wer dein Vater ist. Selbst wenn er es selbst noch nicht weiß.« Am Wochenende nahm Daniel Leo mit auf einen Ausflug. Er sagte, sie würden jemanden ganz Besonderen besuchen. Leo vertraute Daniel wie niemandem sonst und stellte keine Fragen. Als sie an der Schule ankamen, wartete Daniel, bis der Gitarrenunterricht zu Ende war. Er sah Raphael aus der Ferne, lachend, umgeben von Kindern. Es war wirklich er. Als Raphael die Schule verließ, ging Daniel langsam auf ihn zu. »Rafa?« Der Mann drehte sich um, schaute überrascht. »Dani! Mein Gott, wie lange ist das her?« Die beiden umarmten sich. Für einen Moment schien es, als hätte es den Streit nie gegeben. »Ich dachte, du willst nie wieder mit mir reden.« Ich wusste selbst nicht, ob ich es will. Bis heute. Daniel sah Leo an, der seine Hand hielt. »Rafa, ich muss dir etwas sagen, das dein ganzes Leben verändern könnte.« Auf einer Parkbank erzählte Daniel alles. Wie er Leo auf der Straße gefunden hatte, was der Junge ihm über seine Mutter erzählt hatte, die Geburtsurkunde und schließlich den Namen Raphael Bastos. Raphael hörte schweigend zu, seine Hände zitterten, seine Augen füllten sich mit Tränen. Sie hat mir nie etwas gesagt. Ich schwöre, Daniel, ich hatte keine Ahnung. Ich glaube dir. Raphael ging langsam auf Leo zu, kniete sich vor ihn. »Hey, ich bin Raphael. Ich glaube, ich bin dein Vater.« Leo sah ihn erst ängstlich an, aber dann veränderte sich sein Blick. Er sagte nichts, er legte einfach den Kopf an Raffas Schulter und begann zu weinen. In den folgenden Tagen besuchte Raphael Daniel immer öfter. Langsam, mit viel Geduld, baute er eine Verbindung zu Leo auf, ohne Druck, aber mit echter Zuwendung. Er lernte, was Leo gern aß. Er entdeckte, dass der Junge Drachen zeichnete und Angst vor Gewittern hatte, und Leo begann mehr zu lachen. Er schlief besser, er sprach offener. Zum ersten Mal wirkte er, als gehöre er wirklich irgendwo hin. Eines Nachmittags, nachdem er mit Raphael unterwegs gewesen war, kam Leo fröhlich ins Haus gerannt. »Heute hat er mir Gitarre beigebracht. Wir haben so gelacht. Ich glaube, ich möchte bei ihm wohnen.« Daniel spürte einen Stich im Herzen, aber es war ein guter Schmerz. Er wusste, dass der Moment gekommen war. Leo hatte endlich eine Familie gefunden, auch wenn es bedeutete, ihn gehen zu lassen, mit Unterstützung. Von Daniel und dem Jugendamt leitete Raphael das Verfahren ein, um das Sorgerecht für seinen Sohn zu bekommen. Es war emotional, aber notwendig. Claudia, Leos Mutter, wurde ausfindig gemacht. Sie war bereits in andere Fälle von Vernachlässigung verwickelt und verlor endgültig das Sorgerecht. Raphael weinte am Tag der Gerichtsentscheidung. Er hielt seinen Sohn im Arm und sagte: »Ich wusste nicht, dass es dich gibt. Aber jetzt, wo ich es weiß, lasse ich dich nie wieder allein.« Und Leo antwortete leise, aber klar: »Ich will auch nie wieder weglaufen.« Daniel half Leo beim Packen. Jedes Spielzeug, jede Zeichnung, jede kleine Erinnerung an die vergangenen Monate kam mit in den Rucksack.
Als sie fertig waren, rannte Leo noch einmal zu Daniel, warf sich in seine Arme und flüsterte: »Du warst mein Held, als ich niemanden hatte.« Daniel schluckte, die Tränen hinunter. »Und du hast mir gezeigt, was echte Liebe bedeutet, Leo. Du wirst hier immer ein Zuhause haben. Immer.« Leo lächelte, umarmte ihn ein letztes Mal und ging mit seinem Vater davon. Daniel saß auf seiner Veranda und las ein Buch, als er plötzlich fröhliches Lachen hörte. Er blickte auf und sah Raphael und Leo aus dem Auto steigen, mit einer Torte in der Hand und leuchtenden Augen. Es war Daniels Geburtstag. »Onkel Daniel«, rief Leo, rannte auf ihn zu und sprang ihm in die Arme. Raphael trat näher, legte die Hand auf Daniels Schulter und sagte: »Ich habe dir so viel zu verdanken. Vor allem danke ich dir, dass du mir meinen Sohn geschenkt hast.« Daniel lächelte, mit Tränen in den Augen. »Und ich danke ihm, dass er mir gezeigt hat, was Familie wirklich bedeutet. In diesem Moment verband sie kein Blut, aber etwas viel Stärkeres. Wahre Liebe. Gewählt, gefunden, gewachsen, so wie es nur Seelenfamilien können. Und du, ist dir schon einmal jemand begegnet, der dein Leben für immer verändert hat? Erzähl es uns unten in den Kommentaren. Deine Geschichte könnte Herzen berühren. Kommentiere unten, was du über diese Geschichte denkst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.